Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist die Susanne von Bollenhut Art und ich war schon mal ein bisschen fleißig. Hoppla, da ist schon ein bisschen was durcheinander gekommen. Ja, wenn man mit so Designpapier arbeitet, ich mache heute übrigens ein Video fürs Designteam von Barbara von 49 Dragonflies und sie hat so ein echt außergewöhnliches Papier, das heißt Savannah, also Savanne. Und also ich habe da schon ein bisschen geguckt, was ich für Stoffen so kombinieren könnte. Ja, also das sind, finde ich, wunderschöne Farbe, passt alles ganz toll zusammen. Ich habe noch, sie hat auch so kleine Mini-Briefumschläge, da habe ich auch noch was mit vor, also habe ich zumindest mal so im Kopf. Und heute geht es um Hidden Paper Clips, aber ein bisschen auf andere Art und Weise. Ihr kennt mich, ich überlege mir da immer irgendwie was Spezielles. Und zwar möchte ich welche machen, die von der Seite so an einem Junk Journal befestigt werden können. Und dann gucken wir mal, wie wir noch Zeit haben, ob wir noch irgendwelche andere machen. Ja, und ich habe mir dieses Papier rausgesucht, weil also die Farbe hat mich angesprochen und das ist so ein bisschen Herausforderung für mich. Ich habe noch nie mit solchen Tiere da gearbeitet, also zumindest mal, außer Vögel und Schmetterlinge habe ist mir bis jetzt noch nichts unter die Finger gekommen. Also das ist Premiere. Aber es interessiert mich auch. Und so ein Hidden Paper Clip, den könnt ihr eben in eure Junk Journal hinmachen, wo ihr wollt, oder wegmachen oder woanders befestigen und darunter kommt dann Papier. Aber das sehen wir alles am Ende. Jetzt geht es erstmal los. Jetzt gucken wir uns mal da so die Farbe an. Was ich mir überlegt habe, ich möchte mit einer alten Buchseite mir so eine Art, wie wir schon mal gemacht haben, wieder so eine Art Collagepapier machen und zwar passend zu den Farben. Mit dem legen wir jetzt los, darum schieben wir das jetzt mal. Entschuldigung, Barbara, aber das darf jetzt mal noch nicht mitspielen. Genau, wir holen ein altes Buch. Da habe ich schon eins da. Das hat ganz tolles Papier. Also das ist wirklich, sogar wenn man drüber fährt, merkt man, da ist geklebt, dass die den Druck von der Seite, die will da mit, darf die mit raus. Also man meint, man könnte die Buchstaben fühlen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Genau, jetzt brauchen wir erstmal eins, würde ich sagen. Und so haben wir nochmal doch so ein bisschen, dass man so die Farbe so ein bisschen im Blick haben. So ein bisschen drumherum. So. Das sind auf jeden Fall so Naturtöne und so, aber ich möchte trotzdem, mit dem da möchte ich anfangen. Den finde ich ganz toll. Und der hat ein bisschen, finde ich, so ein, wie sage ich, so ein lilafarbener Stich drin. Da ist so ein bisschen Rostrot dabei, eben so beige, im Hintergrund ist so ein bisschen Spitze und so. Der macht auf jeden Fall mal heute noch eine besondere Rolle, hat der. Und jetzt fangen wir erstmal diesen Part an, dass wir unsere Stifte holen. Und ich mache es wieder mit den, ich habe ja die Woody-Stifte drin und ich habe ja diese günstige Variante. Das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Ich habe den Koffer, da war ein Koffer dabei bei denen. Der Koffer war mir jetzt ein bisschen zu unhandlich. Ich habe mir jetzt einfach eine Handvoll von den Stifte rausgenommen, also von jeder Farbe eins, und habe es da reingemacht, dass ich es auf dem Schreibtisch habe und dass ich direkt mitarbeiten kann. So. Und wir legen los. Wir überlegen mal, was für Stifte da dazu passen können. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Also, ich sehe hier mal so ein, ja, schon ein bisschen krass. Das darf auch ein bisschen echt eine Kontrastfarbe dabei haben. Also quasi, ja, eine Kontrastfarbe. Darum würde ich jetzt sagen, ich nehme vielleicht das Grün dazu. Das Lila nehmen wir. Gucken wir mal. Ich fange gern an, einfach mit so helle Flecke. Wahllos. Wir werden nicht hinterher wahrscheinlich das ganze Papier benutzen, wir nehmen nur Teile davon. Aber der Rest wandert dann in unser Körbchen.
für den ja, richtigen Zeitpunkt, wo wir es dann benutzen können. Gell? So, sehen wir da. Wie kleine Kinder, mal was in Gelb macht. Gelb und Flieder passt eigentlich nicht, aber uns kann das jetzt mal egal sein. Wir sind erwachsen, wir dürfen immer haben, was wir wollen. Und da ich jetzt heute Lust drauf habe, mache ich das jetzt einfach so. Und ich sage es euch jetzt, wie es ist, heute ist nicht mein Tag. Barbara, es hat nichts mit dir zu tun, aber ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meinem Laptop und es hat mich sehr, sehr geärgert. Ich habe ein wunderschönes Video gemacht und ich hoffe, es stirbt nicht auf dem Weg jetzt zum Export, weil also im Moment habe ich das Gefühl, mein Laptop verlässt mich und dann haben wir ein Problem. Dann wird aber wahrscheinlich dieses Video hier nicht online gehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Technik, irgendwann hört sie halt mal auf zu funktionieren. Und wenn man dann nicht weiß, an was es liegt, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Und in dem Zustand bin ich gerade. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt. Also ärgerlich will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen verzweifelt, weil halt da jetzt Apps nicht funktioniert. Und dann geht einem das ja nicht aus dem Kopf. Ich denke, euch geht es auch manchmal so, dass ihr Sachen im Kopf habt, die euch beschäftigen und die euch nicht loslassen und wo es vielleicht auch keine Lösung gibt im Moment. Aber ja, das Leben muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Und man muss ja trotzdem irgendwie funktionieren. Und mir wäre es eigentlich wichtig heute, dass ich irgendwie noch so ein bisschen Spaß daran habe jetzt. Ein bisschen abschalten kann. Und darum mache ich auch gern so mit Farbe rum, weil da muss man nicht viel denken. Kann man einfach machen. Aber das Beste ist, wenn man gar nicht denkt, sondern einfach, wie der Stift jetzt so laufen will, lasse ich den jetzt einfach laufen. Mache mir groß keinen Kopf. Ich will einfach nur, dass da Farbe drauf kommt. Und mehr nicht. Kann man sich nur gar nichts drunter vorstellen. Aber hoffen wir wieder, dass es gut wird am Schluss. Was haben wir noch? Hellblau haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob die mitmacht. Ja, doch. Wenn ihr mein Action Haul geguckt habt, dann wisst ihr, was das für Farben sind. Die probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich mische da sogar ein bisschen Schwarz mit rein. Das hier darf schon was abbekommen. Da decke ich jetzt nur mal das Vögel da ab. Dann können wir das hier auch. Jetzt habe ich da noch so schöne Farbe übrig. Das darf man kurz trocknen. Das ist aber noch nicht fertig. Das kann auch mal trocknen sein. Das gibt so Ränder, so. Ich zeige es euch nachher mal im Foto. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich denke, durch dieses, die verschiedene Farbe, die ich da benutzt habe. Und dieses Glitzer, dass sich das irgendwie absetzt auf dem gedruckten Papier. Meistens, wenn man so Buchseite benutzen wir meistens die Ränder gar nicht. Die tut man oft einfach abreißen und wegschmeißen oder vielleicht drauf stempeln. Aber man kann auch, wenn man jetzt so Farbe übrig hat, einfach ein bisschen so ein Muster reindrücken und das lassen wir trocknen. Und dann könnt ihr das wieder später irgendwo benutzen. Ja? Das ist so ein Stabilo Allpen. Da kann man so ein bisschen feinere Kreise machen. Und man kann das natürlich auch mit Wasser so ein bisschen nachfahren. Weil die sind ja alle wasservermalbar, diese Farbe. Hier haben wir wieder der grungige Part. Jetzt wird man dann noch so ein bisschen so Geglitzer helfen.
Da, das ist schon schön geworden. Da machen wir noch was mit. Da fällt es mir jetzt ein bisschen zu wenig auf. Das ist mir jetzt etwas zu dunkel. Ich mache gerade mal eine Acrylfarbe. So, die haben wir. Bei Action habe ich die mit. Jetzt gucken wir mal. Die was für mich macht heute. Brauchen wir ein Töpfchen. Und der Rest, der darf jetzt einfach auch noch drauf. So. Eine schöne Sauerei haben wir jetzt wieder gemacht. Aber das macht nichts. Das darf jetzt mal da vor sich hin trocknen. Und dann gucken wir uns das später mal an. Wow. Vielleicht können wir es ein bisschen noch verlaufen lassen. So. Sehen wir, wie das läuft? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen. Das Silber. Ja, im Licht glänzt es dann so. Aber jetzt lassen wir das einfach mal vor sich hin trocknen. Ich gehe jetzt mal Abendessen und dann bin ich wieder da. Bis gleich. So sieht's aus. Wir haben jetzt übrigens ein paar Tage später. Mal so als kleine Zwischenbemerkung. Und mein Video hat exportiert. Das war nämlich das Video mit Luise und mit mir zusammen. Und also was ich im Moment sagen kann, das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Mein Gott, ihr seid total begeistert. Also freut uns wahnsinnig. Und es sind sogar schon ein paar Einsendungen gekommen, mit wo ihr was mit unserem Papier gebastelt habt und euch da damit fürs Gewinnspiel qualifiziert habt. Ich bin total von der Socke. Ich kann es gar nicht sagen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr seid so kreativ. Also man kann sich es gar nicht vorstellen. Toll, richtig toll. Ich freue mich jeden Tag auf neue Einsendungen und Wahnsinn, Wahnsinn. Also ganz toll. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. So, wie gesagt, jetzt sind ein paar Tage vergangen und ich mache jetzt hier weiter. Weil so ist manchmal fängt man irgendwas an und kommt nicht weiter oder es kommt halt was dazwischen. Bei mir ist jetzt einiges dazwischen gekommen. Darum, jetzt bin ich wieder da. Und es geht weiter. Das hat jetzt getrocknet. So sieht es jetzt aus. Sie kann da überall drüber fahren. Und ich mache das immer gern, wenn ich nicht so richtig weiß, wie gehe ich jetzt mit dem Papier um, dann kopiere ich mir das. Ich lege mir das einfach auf den Kopierer. Da sehen wir mal. Da habe ich es einmal auf den Kopierer gelegt, hat so ausgesehen. Also ich zeige euch nochmal, das ist Original. Nach dem Kopierer kommt so raus. Glänzt halt natürlich nicht mehr so. Dann habe ich das gehabt, also da war die eine Seite war frei, also das war meine erste Kopie und dann habe ich da einfach mit so einem, das ist da von Action, so ein Aquamaker, einfach da drin rumgedudelt. Das ist eine Möglichkeit, wenn ihr euch so ein Papier macht, ihr könnt es auf verschiedene Arten dann benutzen. Also wie gesagt, wenn ihr einen Kopierer habt, legt es mal drauf und dann machen wir mit eurer Kopie irgendwas. Da habe ich nochmal einfach jetzt nochmal durch das Druckerglas das gleiche Papier, das ich, weil das war ja sonst verschwendetes Papier, das nochmal reingelassen, habe nochmal kopiert, da können wir noch was anderes machen. Und wo ich so am Kopierer stand, da ist mir das von der 5-Teile-Challenge mit Luise, das Büchle da in die Hände gekommen, wo ich das gemacht habe. Und da habe ich ja auch so ein Papier kreiert. Und da dachte ich irgendwie, das könnte auch ganz gut dazu passen. Seht ihr? Darum habe ich mir das einfach auch mit auf den Kopierer geschmissen und habe mir das mal einfach so eine Kopie gemacht. Dann nehmen wir vielleicht auch ein bisschen was davon. Guckt euch mal um, was ihr schon so habt. Da könnt ihr mit Sicherheit irgendwas benutzen. Seid ein bisschen kreativ und genau, benutzt eure Sache, die ihr schon habt oder macht euch eben so ein Papier. So, und wenn wir jetzt mal gucken, also ich kann natürlich auch auf dem Original drauf rummalen, das ist keine Frage. Kann ich auch machen, aber wenn euch das jetzt zu schade ist oder ihr seid noch unsicher und wisst nicht so richtig, was ihr mit machen sollt, dann schlage ich euch vor, ihr macht euch eine Kopie, wie gesagt, und auf der Kopie könnt ihr dann einfach die ganze Sache noch weiter bearbeiten. Und in dem Zustand sind wir jetzt. Jetzt bearbeiten wir die dann auch noch und was wir dann benutzen, das sehen wir dann. So, jetzt gucke ich mal, was da so rumfährt bei mir.
Meine Goldpaste da, die könnte man natürlich auch nehmen. Wir können da drauf was schablonieren. Wir können da mit einer Schablone und Strukturpaste sogar noch was irgendwie drüber machen. Also da bleibe euch, das bleibt alles offen. Ne? Also zum Beispiel, das passt jetzt nicht, aber das ist ein kaffeegefärbtes Papier, sehr dunkel, und da habe ich einfach mit einer Strukturpaste und mit einer Schablone so eine Blume drauf gemacht. Das ist gerade in meinem Vorrat drin, das kommt irgendwann mal aufs Junk Journal drauf. Also ihr habt unheimlich viele Möglichkeiten, da damit was zu machen. So. Darum, ich mache jetzt da mal kurz weiter und dann hinterher gucken wir, was wir da benutzen können davon. Ja, und schon geht's los. Meine Goldpaste, ich sag's euch, die liebe ich über alles. Vielen, vielen Dank nochmal, Uta, dass du mir die mal hast zukommen lassen. Also, und das ist total ergiebig, ihr seht ja. Also ich benutze die echt oft und das ist gefühlt immer noch voll. Ja, und hier kommt der Aqua Marker. Ich sage immer Aqua Maker, ich dupp. Das ist schon Marker, keine Ahnung. Und da mache ich jetzt direkt mit der Effektpaste. Das ist die von Marabu. Ich glaube, ich habe sie unten drunter verlinkt, falls ihr euch das mal zukommen lassen wollt. Gibt es in 3 Farben. Ne, nicht in 3, doch in Gold, in Weiß und in Silber. Und ich mag das, wenn da so ein bisschen irgendwas Glänzendes drauf ist, und damit nichts verschwendet wird, schmiere ich einfach den Rest da noch ein bisschen mit drauf. Ja. So habe ich mir jetzt das so ein Papier gemacht und oder dieses kopierte Papier einfach ein bisschen verschönert. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die Sache mit dem Hidden Paper Clip. Hidden heißt versteckt und ein Paperclip ist eine Büroklammer. Also man müsse jetzt erstmal die Büroklammer verstecken. Und da habe ich jetzt so ein Stück von so einem Actionblock genommen. Also nehmen wir noch etwas, was euch nicht so toll gefällt, weil wir sehen von diesem Muster so gut wie nichts mehr hinterher. Und das sind jetzt die Büroklammern, die ich nehme. Das sind die bisschen größere als wie normal. Und also ihr hängt sehr, ich habe dieses bisschen dickere Papier einmal gefaltet und jetzt kommen diese Büroklammern drauf. Und da, wo die jetzt sind, da bleiben die auch und die verstecken wir jetzt dann. Und da drauf kommt dann die ganze Dekoration. Und die Büroklammern sieht man am Schluss nicht mehr und ganz am Ende kommt es auf eine Junk Journal Seite. Also falls ihr nicht wisst, was wir da überhaupt so machen. Ja. Jetzt kommt wieder mein Buch zum Einsatz. Das ist jetzt so ein Buch, das benutze ich immer jetzt, um quasi meine Sache mit Uhu und so einzustreichen. Und das ist ganz geschickt, dann habt ihr das nämlich nicht auf eurem Arbeitsplatz immer. Da man tut da immer mit dem Uhu-Stift so drüber hinausfahren und dann klebt da immer irgendwo alles. Und das ist nicht schlecht, wenn ihr einfach, ich benutze dieses Buch und da sind ja so viele Seiten drin. Ich benutze es auch, wenn ich irgendwo Löcher reinbohre, als Unterlage. Und seht ihr, ich tue von innen nach außen den Uhu auftrage. Also ich habe jetzt euch nur ein Stück da gefilmt. Das war ringsrum alles, überall. Und die Seite, die klebe ich jetzt gerade zur Hälfte zusammen, dass das, was jetzt da die beklebte Seite weg ist. Und jetzt habe ich wieder eine frische Seite, wo ich weiterarbeiten kann, ohne dass da was drauf klebt. Und da klebe ich jetzt dieses beklebte, gut mit Uhu eingestrichene Stück einfach drauf. Und wenn ihr das gut eingestrichen habt, dann könnt ihr das sogar hinterher noch ein bisschen verschieben. Gerade wenn es nicht gleich so auf der erste Ding so platziert ist so gut, dann könnt ihr das ein bisschen noch rum und umrutschen. Aber es hat bei mir ganz gut geklappt. Und jetzt klappern wir das um. Das Buch war natürlich zu klein, aber es macht nichts. Wir können das hinterher auch noch schön kaschieren. Jetzt kommt das Buch da mal weg, das hat mir jetzt gerade gut geholfen. Und jetzt tun wir das schön fest drücke, so ein bisschen gerade um diese Buchklammern drumherum, dass es wirklich gut festhält sich mit dem Uhu. Das war jetzt halt natürlich nicht so geplant. Naja, so Sachen passieren. Wegen dem schmeißen wir das Ganze nicht weg. Der Überschuss hier, den machen wir weg. Da gehe ich mit dem Bonefolder einmal drüber, dass ich besser sehen kann, wo ich schneiden muss hinterher. Ich möchte mir ja nicht von meinem Kärtler da unten irgendwas wegschneiden. Aber das, was wir da wegschneiden, heben wir mal auf. Da hat ja jetzt noch ein Stück Buchseite gefehlt und ich habe ja noch von dem Buch einige Seiten, also reiße ich mir jetzt da ein Stück passend ab
in der Breite und das kommt da drauf. Also ich finde so alt geschriebene Buchseite einfach toll. Liebe ich total. Und wenn ich dann noch weiß, das Buch war über 100 Jahre alt, also dann finde ich, es ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das habe ich auch mit Uhu eingestrichen, kommt jetzt da drauf. Und das, was drüber steht, machen wir weg. Natürlich heben wir das auf. Ihr könnt euch ja schon fast denken, für was. Es wird nichts verschwendet, aber das da passt natürlich perfekt genau dahin, wo ich vorher wo mir das Loch da passiert ist. Und schon haben wir das jetzt da verdeckt. Wird ein bisschen gut hingeschoben und noch ein bisschen korrigiert, weil es war jetzt gerade ein bisschen krumm. Na, jetzt passt's. Genau, und jetzt stecke ich ein Lineal dazwischen, weil das mir die Außenecke nicht zusammenklebe. Bis der Uhu getrocknet ist, bleibt es so und ich lege das dann mal auf die Seite zum Trocknen. Und da habe ich mir mal ein Stück runtergerissen, weil ich eigentlich mit dem weitermachen wollte, habe mich dann aber, später sogar für ein anderes Stück entschieden. Aber das ist halt jetzt mit auf dem Film drauf. Ich war noch nicht so ganz sicher, wie ich weitermache. Das war jetzt getrocknet, jetzt stressen wir mal kurz zwischendurch. Das ist halt immer, das machen wir eigentlich immer. Und jetzt gucke ich mal. Ich möchte diesem hübschen Vögel einen Hintergrund machen. Und seht ihr, auf dem Braunen war das so ein bisschen, naja, hat man nicht so wirklich den Kontrast gesehen. Und darum nehme ich jetzt diese kopierte Seite von dem Hintergrundpapier, was wir gemacht haben am Anfang, weil das ist schon ein richtiger Kontrast. Also schon, das poppt, sagen wir mal so, das poppt so richtig auf. Darum darf jetzt da ein bisschen Papier da mitspielen. Und ich habe es jetzt so aufgelegt, dass ich in etwa weiß, wie breit ich das abreißen muss. Und ja, schneide ich mir das jetzt zurecht. Die weiße Kante, die soll da halt nicht mitmachen. Das schneiden wir uns jetzt ein bisschen. Und unten machen wir es auch ein bisschen kürzer. Und da kommt es drauf. So, und diese Handbewegung mit meinem Finger, die Fingerbewegung sozusagen, das heißt, ich gehe jetzt an die Nähmaschine. Das sehen Sie, ich hebe euch dann mit einer Hand, ich nähe gerade einhändig da, damit ihr seht, ich war jetzt an der Nähmaschine. Also immer wenn ich mit dem Finger so eine runde Bewegung mache, heißt es ab an die Nähmaschine. Ihr könnt aber auch alles kleben. Also ihr müsst nicht an die Nähmaschine. Ihr könnt alles, was ich euch hier zeige, auch kleben oder mit doppelseitigem Klebeband festmachen. Geht natürlich auch, ist ja gar kein Problem. Mir gefallen halt diese Nähte, das wissen ihr. Und ich habe diesmal auch einen grauer Faden drin, kein schwarzer. Ich finde, auch wenn man näht, muss nicht immer so brutallos sein, die schwarze Nähte. Man kann auch mit weißem Faden nähen, mit grauem Faden nähen. Man sieht es trotzdem und man fühlt das vor allem trotzdem. So, und das ist mein Wühltischkörbchen, so nenne ich das mal. Da habe ich alles drin, so was Stoff ist schon, ein bisschen Faden ist und so weiter. Da haben wir was rausgesucht. Und ich mag es, wenn solche Tags auch so ein bisschen so wie so ein Griff oben habe. Und das ist jetzt mehr Dekoration einfach, weil mir das Element gut gefallen hat, was der Barbara gemacht hat. Und ich finde, es harmoniert super miteinander mit dem Braun, mit dem Blau. Und das, was ich mir aus meinem Körbchen rausgesucht habe, ja, das ist immer so, also das fällt mir auch immer schwer. Wenn ich nicht weiß, wie ich es zusammensetze, was ich da mache. Das da ist übrigens ein Element, das war schon mal woanders drauf. Das wollte ich nicht wegschmeißen, das habe ich mir aufbewahrt. Da sind so Glitzersteine drauf und auch die 2 braune Fäden unten dran, die tue ich später wegschneiden, die stören mich. Aber irgendwie möchte ich das kombiniert da drauf bringen. Da hat wieder mein Zeigefinger Bewegung gemacht für die Nähmaschine. Da war ich jetzt schon. Und ich habe jetzt nur das orange und das schwarze Stück da unten hingenäht und das andere separat gelassen. Weil ich noch nicht richtig wusste, was ich da damit mache. Aber das eine hier mit den Glitzersteinen, das wusste ich, das soll da unten drauf. Und darum kriegt es jetzt mein Scotch-Klebeband hinten drauf. Das hebt wie Bombe. Und sehen wir mal, wie dick die Rolle noch ist. Das ist immer noch die erste, gell? Wahnsinn. Das Zeug ist der Wahnsinn. Das ist jetzt die breitere Rolle gewesen. Gerade wenn ich so ein bisschen schwerere Sachen kleben will, nehme ich die. Und es hebt. Habe das jetzt da drauf gemacht. Ganz anders, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Aber so ist das ist, was ihr euch vor 5 Minuten gedacht habt, kann sein, in 5 Minuten später ist es dann halt einfach anders. So, und das braune Papier, wo ich mir dann eine Kopie gemacht habe, da gucke ich jetzt. Ich fand es jetzt schön, wenn das da hinten drauf ist auf dem Hidden Paper Clip. Da tue ich jetzt doch die Buchseite mehr oder weniger nochmal verstecken. Ja,
und jetzt kommt er wieder, der schwarze Woody, der darf eigentlich immer für mich arbeiten, gell? Weil der ein bisschen kranscht, der muss halt da noch rein. Also das Kransch ist halt irgendwie so, dass es so ein bisschen dreckig aussieht. Ich finde, also mir gefällt es halt. Da müssen wir alle durch und das sieht brutal aus. Sehen wir mal, wie das schwarz wird. Aber könnt ihr euch beruhigen, dass, wenn das trocknet, wird es wieder heller. Ja. Uns kommt natürlich darauf an, wie viel ihr da von dem Woody-Stift drauf gemacht habt. Und jetzt war das noch nass und darum tue ich mir jetzt da meine Ränder von meinem Tag da mal rein tunke, dass die auch so ein bisschen noch was abkriege. Die sind zwar blau und so, aber so ein bisschen von dem Schwarz dürfen die auch bekommen. Und jetzt ist es getrocknet. Und das seht ihr, jetzt ist viel heller geworden. Und jetzt gehe ich mit der Goldpaste da nochmal drüber. Und jetzt wird so goldschwarz. Ich kann es euch nicht sagen, das sieht toll aus. Also ich mag das total. Ich finde, da kommen jetzt die Farbe harmonisch wieder super zusammen. Und jetzt wird Mutti wieder am Fluss, wie immer. Naja, habe ich gedacht, mal überall ein bisschen von dem Gold drin. Ich würde es jetzt nicht mal als Farbbrücke bezeichnen, sondern ich konnte mich wieder nicht bremsen. Naja. Ja, da oben, da kommt jetzt so eine Niete dran, oder eine Öse vielmehr. Habe ich Löchlein gebohrt. Dann habe ich mir mein Öse-Kästle da geholt und habe mich dann entschieden für eine bisschen größere Öse. Naja, machen wir halt die Sache zweimal. Das heißt, ich musste jetzt dann gleich nochmal ein Loch bohren, weil die Öse war definitiv größer als wie mein gebohrtes Loch. Aber gut, dass mein Krokodil zwei Möglichkeiten hat, Löcher zu bohren. Da habe ich jetzt gemerkt, dass das Loch mal wieder zu klein war. Das passiert mir übrigens fast immer. Also darf die andere Seite jetzt nochmal dran und da machen wir nochmal ein Loch rein. Manchmal bleibt da so ein bisschen Papier hängen, da müssen wir das halt wegreißen. Das ist ja kein Problem. Die Öse mit der schönen Seite nach oben und jetzt gucke, der Zapfer von diesem Krokodil kommt immer auf die schöne Seite. Ja, gut zudrücke. Jetzt hat sich wieder mein Krokodil Sicherheitsgedöns da zugemacht. Da muss man das wieder lösen, dass ich das Krokodil wieder aufkriege. Das passiert mir auch immer, weil ich zu arg zudrücke. Naja, da lernen wir noch. Jetzt kommt wieder mein Wühltischkörbchen. Da ist eben alles Mögliche drin. Und da suche ich mir jetzt nochmal was raus, wo ich denke, das könnte ich gut kombinieren. Und ich wollte noch was Dunkles. Naja, dass der Stoff so ein bisschen Glitzerfaden drin hat, der mit den Sternle, das fand ich ja toll. Nur die Sternle fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber kurze Denkpause, was machen wir jetzt da? Naja, kommt der Woody-Stift wieder. Habe ich einfach die Sterne ein bisschen dunkel gemalt, dann poppe die nicht so auf, also dann falle die nicht so gleich auf. Und während ich das so gemacht habe und auf meinem Schreibtisch so rumgeguckt habe, habe ich gemerkt, ich habe ja da noch so ein Stück von diesem silbernen Tischset. Das haben wir vorher rausgelassen und das lege ich mir jetzt drauf und jetzt sehen wir die Sternle schon gar nicht mehr so arg. Das hat mir jetzt gut gefallen in der Kombination und jetzt gehen wir wieder an die Nähmaschine. Diesmal hat die Nähmaschine Bewegung der Daumen gemacht und schon bin ich wieder da. Ja, also wenn ihr keine Nähmaschine habt, müsst ihr es halt kleben, gell? Also das ist dann kleben wir das zusammen, oder tackert das zusammen, wie auch immer. Ich nähe dann sowas immer kreuz und quer. Und wenn ihr einen Faden nehmt, der nicht so auffällt, dann fällt es gar nicht auf. Darum kann ich mir jetzt überall ein Stück runterschneiden und die Stücke bleiben trotzdem zusammen, weil da überall die Nähmaschine drüber war. Jetzt lege ich es mir nochmal zusammen, das ist halt das, immer neu kombinieren und jetzt sehen wir langsam, es wird XXL. Darum ist auch ein XXL Hidden Paperclip, weil also mit so kleinen Sachen kann ich jetzt nichts anfangen. Ja, und das Stückle kommt jetzt eben da hoch und wenn dann mir die Kombination gut gefällt, also das Doily, das Silberne, das darf auch mit drauf. Ich habe da unten ja an dem Tag noch, habe ich so ein Stück abgeschnitten, ein Stück quer hin genäht und auch geklebt. Und jetzt nehme ich mein Buchbinderleim. Ihr könnt es aber auch mit einem Uhu-Stift ankleben oder mit so einem Mod Podge oder was auch immer. Oder dieses teure Zeugs da, das wo ich euch letztes Mal gezeigt habe, das Gel da. Und irgendwas, was halt klebt und transparent quasi trocknet. Das ist am besten. Also der Buchbinderleim klappt wunderbar. Der trocknet auch durchsichtig und ist günstig. So. Hier habe ich jetzt so ein Stück Stoff. Und da wollte ich einfach da oben in diese Öse, da man eine Öse hingemacht, habe ich einfach gedacht,
Das sieht schön aus, wenn man einfach ein ganz schlichtes Stückchen Stoff reinmachen und da so eine kleine Schlaufe hinbinde. Fertig. Das habe ich mir gut vorgestellt als Kontrast. Und das Papierle ist ja noch übrig vom letzten Video, wo ich mit Luise zusammen gemacht habe. Das hat ein bisschen so, finde ich, wie so Giraffenmuster, oder? Ich gehe wieder an die Nähmaschine und nähe das einmal drumherum. Finde ich immer schön, wenn auf so einem, das ist ja ein Stück, wo ihr später drauf schreiben könnt oder wo man später drauf schreiben kann. Und ich mag es einfach, wenn diese Sache, die da irgendwo so tief drin stecke, wenn die irgendwo so eine Art Griff haben. Darum gucke ich jetzt, ob ich dieses Element, das ist das gleiche, wie ich vorher schon benutzt habe, nur ist das kleiner ausgedruckt. Also wenn ich was kleiner ausdrucken möchte von digitalem Papier, dann nehme ich das, dann drucke ich das dann nicht Hochformat, sondern Querformat. Je nachdem, wie es kommt. Wenn es jetzt auf Hochformat ausgelegt ist, sage ich, druck mir das jetzt auf Querformat und wird es halt kleiner. So ist das ganz einfach kleiner ausgedruckt, wenn ihr einfach das Format ändern. Und das habe ich da oben hingenäht und jetzt kann man das da reinstecken und da gut greifen und wieder rausholen. Ja, und das ist mein Butterbrotpapiertütle mit meinen Federn. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe noch nie eine Feder benutzt, aber ich habe die Federn. Ich glaube, mal geschenkt bekommen. Immer Happy Mail, ich habe mir aber auch schon welche selber gekauft. Und bei meinem letzten Action Haul, also Action Einkauf, da habe ich mir auch solche Stickgarne mitgenommen. Das habe ich im Haul-Video gar nicht gezeigt, muss ich euch ehrlich sagen, weil die gibt es ja schon ewig. Und da bohre ich mir jetzt ein paar Löcher vor, weil ich will die Federn unten nähen. Weil mir gefällt es halt, dieser dekorative Faden. Das ist wieder das Buch, mit dem ich eigentlich klebe. Und diesmal hilft mir das Buch, dass ich meine Tischplatte nicht durchbohre. Also ich bohre jetzt da 6 Löcher vor. Ich möchte diesmal keinen Kreuzstich machen, wie ich das sonst gern mache, sondern, ich weiß nicht, wie der Stich heißt. So rein, raus, keine Ahnung. Da darf jetzt wieder mein Scotch-Klebeband was schaffen für mich, weil die Feder muss ja irgendwie schon noch ein bisschen festgehalten werden. Sehen wir, das Band können wir mit der Finger abreißen, das finde ich immer richtig genial, und dann abziehen. Jetzt haben wir da eine Klebefläche und da kommen jetzt die Federn drauf, dass die da uns nicht abhauen quasi. Nur gucke, welche Feder zum Einsatz kommt. Ich werde die da benutzen und eben, dass die auch unten bleibt, weil unten will ich die ja noch festhalten. Die da war mir jetzt zu störrisch und die ist mir in die falsche Richtung gegangen. Darum darf jetzt eine andere mitspielen, so eine weiße, bisschen flauschige. So, die hebt jetzt da schon mal und jetzt wird es noch da unten, wie gesagt, festgenäht. Und ihr lasst ein Stück hinter raushängen, da machen wir später der Knoten drauf. Und ja, ich fahre da einfach so immer so wie im Kreis, ganz hoch und dann aber auch wieder runter durch die gleichen Löcher durch. Also der Faden ist immer doppelt. Jetzt sind wir schon fertig. Das habe ich rausgeschnitten, weil das dauert eine Weile, bis es festgenäht ist. Das ist jetzt so das letzte Mal. Ich war jetzt oben und bin wieder runter gegangen. Und jetzt drehe ich es um und mache hinten gleich einen Knoten drauf. Da sieht es jetzt noch nicht so prickelnd aus, aber das wird noch verkleidet. Also keine Sorge, so bleibt es nicht. Und da, wie gesagt, verknote ich jetzt den Faden, dann geht er nicht mehr raus. Und jetzt gehen wir gleich an diese Rückseite. Wir haben ja immer noch von diesem kaffeegefärbten Papier was übrig. Und da messe ich mir das jetzt mal so einigermaßen aus. Das ist ein bisschen gefummelt, aber das geht. Und dann schneide ich mir das zurecht. Und damit wird die Rückseite quasi beklebt. Wieder mit meinem Klebebuch. Das ist echt eine gute Idee. Das habe ich irgendwo mal im Video gesehen, ich weiß nicht mehr wo, da habe ich gedacht, ist nicht schlecht, dann hat man nicht immer den Klebstoff so auf dem Schreibtisch. Ja, jetzt kommt es da rein und ich kann das sogar, weil es ziemlich viel mit Uhu beklebt ist, so ein bisschen auch noch korrigieren und hin und her schiebe. Nicht viel, aber es geht. Und ich habe schon mal mein Distress-Zeugs da hingerichtet. Da müssen wir noch was abschneiden, dass die Form von dem Tag vorne natürlich erhalten bleibt. Checke ich jetzt nochmal, ob ich was Wichtiges wegschneide, weil das Ding hat halt nur mal 2 Seiten, aber es geht. Ich kann an der Form entlang schneiden und schneide das einfach weg, was das so ein bisschen übersteht. Und ja, danach wird es auch distressed. Genau, so haben wir jetzt wieder auch die Form. Da schneide ich auch ein bisschen hoch. Und ja. Und jetzt geht es an den Aufbau hinten. Da ist schon noch nicht viel passiert. Die Rückseite von unserem Hidden Paper Clip kriegt natürlich auch noch was. Und jetzt kommen diese kleinen süße Briefumschläge zum Einsatz. Ich habe da so ein altes Messer.
Das ist von meinem Schwiegervater noch. Ihr könnt ein Butterbrotmesser nehmen oder ein spezielles Werkzeug dafür. Ich tue da die Linie, wo es gefaltet werden muss, einfach mit einem ganz normalen Lineal wie anzeichnen. Mit diesem Messer. Also ich tue das quasi ein bisschen vorritze, aber nicht wirklich ritze, weil das Messer ist stumpf. Einfach nur damit das Papier weiß, da wird es jetzt gleich geknickt. Und das ist ein bisschen Augefuddel, weil ich habe diese Briefumschläge sehr klein ausgedruckt. Also die sind normal doppelt so groß, würde ich fast sagen. Aber ich wollte sie halt in so Miniatur klein. Da müssen wir halt ein bisschen vorsichtig sein. Und Barbara hat das toll gemacht. Die hat uns quasi die Vorderseite von einem uralten Briefumschlag abfotografiert und die Rückseite. Und wenn ihr das jetzt so geknickt habt, ich hätte da jetzt noch mit so einem Bohnenfolder drüber sollen, das habe ich irgendwie vergessen. Also wenn ihr das macht, dann machen wir das bitte. Und dann kann man nämlich die Rückseite von dem Briefumschlag, der passende Briefumschlag natürlich bitte, es sind ja 3 Stück glaub drauf, dahinter drauf kleben. Also man bestreiche jetzt diese umgeknickte Lappe mit Uhu, so vorsichtig ein bisschen. Und dann machen wir dann quasi die Rückseite vom Briefumschlägle drauf. Da gucken wir auch, dass es richtig rum drauf klebe, dass oben auch oben ist. Oder die Öffnung. Und der Briefumschlag hat ja jetzt dann auch eine Öffnung. So wie wenn ihr einen Briefumschlag habt, den ihr oben mit dem Messer geöffnet habt. So ist das. Und so ist es auch gedacht. Weil da soll man auch was reinmachen können. Und ich finde die so süß. Gerade in der Miniatur kleine Variante voll goldig. Natürlich hat Frau Bollenhut wieder so ein bisschen krumm und schief das zusammengeklebt. Naja, da probiere ich noch ein bisschen zu korrigieren. Ich meine, aber irgendwann ist auch der Uhu mal fertig mit dem Korrigieren. Darum kommt ein bisschen so Distress-Inke. Distress-Inke. Das ist wieder. Oh Mann, oh Mann. Distress-Ink drüber und dann sieht man das nicht mehr so. Und Barbara hatte auch diese tolle Ecke. Die funktionieren genauso. Ich habe die wieder mit diesem Messer so ein bisschen vorgeritzt. Ihr seht, das hat gar keine Spitze mehr vorne, das Messer. Da gehe ich ja nur einmal drüber. Das reicht. Und das hilft mir quasi dann wirklich, diese Kante zu finden. Weil sonst, wenn ihr das nicht macht, dann fummeln wir euch da kaputt, bis ihr die Kante gefunden habt. So, einmal mit so einem Butterbrotmesser, mit so einem Messer drüber. Dann haben wir es da viel einfacher. Ja, machen wir wieder ein bisschen mit der Inke braun. Also manchmal habe ich Wortfindungsstörungen, die sind gewaltig. Naja, ist halt so. Ja, und da soll es drauf. Auf diese Ecke soll es drauf. Das ist ein bisschen zu lang, aber es macht nichts, das schneiden wir nachher einfach ab. Und ja, ich mache es einfach ganz normal mit dem Uhu-Stift. Ihr könnt es auch mit einem doppelseitigen Klebeband natürlich machen. Aber ich denke, mit Uhu, das hebt auch, wenn ihr das schön eingestrichen habt. Für das ist der ja gemacht. Genau, da kommt es hin. Wir müssen noch ein bisschen halt festhalten, nicht wie ich, sondern gleich richtig platzieren und festhalten und dann gut halt fest drücken. Und dann ist es wunderbar und da können wir wieder was dahinter stecken. Für das ist es gemacht und ja, und so baut sich mein Hidden Paper Clip auf. Also der hebt nicht nur Papier unten drunter fest, sondern auch noch oben drauf. Also der hat ein bisschen halt mehr Funktionen als wie normal üblich. So, jetzt habe ich hier noch so einen toller Tag, der mit dem Gepard. Der ist so schön. Die Farben sind so toll. Und da habe ich in meinem Vorrat so Papierlecke, das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich gehütet wie ein Schatz, weil es gefällt mir so richtig gut. Das habe ich wirklich schon lang. Und da hat es jetzt ist der Tag gekommen, wo das zum Einsatz gekommen ist. Mein Klebebuch dafür das schaffe. Und genau, jetzt nehme ich es mit dem Uhu-Stift direkt auf. Mache die Seite weg, dass da nichts mehr passiert. Und ja, und jetzt kommt es auf den Tag hinter drauf, das Papier. Und ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Papier gemacht habe. Ich weiß nicht, irgendwas auch mit Gold. Das ist schon echt Monate alt. Aber ich fand es toll. Das ist halt so verrumpfelt und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar nass gehabt und alles Mögliche. Und ja, das war toll. Ein Stück davon darf jetzt eben dahinter drauf, weil so normal, der kopierte Zustand ist halt normal einfach weiß und das gefällt mir nicht so. Und so ist da ein bisschen was drauf passiert. Und da bauen wir uns jetzt wieder was auf, aufeinander. Genau, da habe ich jetzt gemerkt, ich habe ja da schon
die Stress Ink drauf, aber auf denen noch nicht. Darum kommt da jetzt noch ein bisschen die Farbe zum Einsatz. Also was da immer in dem Schwämmle drin ist, das hält recht lang, muss ich sagen. Man muss da gar nicht so viel benutzen. Das ist ja nur, dass das so ein leichter Schatten ist. Und wenn ihr merkt, da kommt nicht mehr viel, dann gehen halt einmal da wieder rein. Und dann hängen da wieder genug Tinte eigentlich drauf. Das ist immer noch mein erstes. Das ist unfassbar, wie lange das schon hebt. Und dann immer noch genug Tinte drauf, um da ganz leicht so ein bisschen eine Schattierung hinzumachen. Und das reicht ja auch. Mehr muss es nicht sein. Jetzt lege ich es wieder übereinander und überlege mal, wie ich das kombinieren kann. Und wenn ich noch richtig etwas im Kopf habe, gehe ich jetzt gleich wieder dann an die Nähmaschine. Aha, da kommt schon der Finger und zeigt uns ab an die Nähmaschine. Und da sind wir wieder. An der Nähmaschine lag noch so ein Stück Mullbinde rum, so eine gefärbte. Das fand ich jetzt prickelnd zu der Farbe. Das habe ich jetzt da drunter gemacht unter dem Briefumschlag. Sehen wir das? Und oben das Schwarze, was vorher übrig war, das habe ich da einfach, bevor ich das dann zusammengebracht habe, oben an diesen kleinen Tag hingenäht. Einfach so als bisschen nochmal hingucker. So, und jetzt wird das Papier hergerichtet, was da vorne in das kleine Briefumschlägle rein darf. Da habe ich mir jetzt entschieden, ich kann es ja breiter machen, weil ich könnte das ja falten, dann hat man auch ein bisschen mehr zum Schreiben. Ja, da knicke ich das zusammen jetzt. Das ist vom College-Block von meinen Kindern. Wenn die ihre College-Blöcke nicht fertig schreiben, das kommt schon mal vor in der Schule, gerade wenn ein neues Schuljahr beginnt, dann kriege ich die und dann kann ich mir die Seite rausreißen und kann die mit Kaffee färben. Ne? Und das da oben bleibt dran. Das, wo es rausgerissen ist, das finde ich toll, das bleibt dran. Ja, also das erste Hämmerchen und jetzt brauche ich ja nochmal eins, weil hinter den Tag, wo das schwarze Stoffleder, das mit den Sternen dran ist, da kann man auch noch was dahinter hängen. Das hat eben ganz viel wieder Möglichkeiten. Das ist das, was ich so mag, wenn ich überall irgendwo so Zettel verstecken kann. Ich habe auch früher gern Versteckis gespielt als Kind. Das war das Lieblingsspiel. So, da haben wir noch so ein Ornament von Barbara ihrem Papier. Und das kommt jetzt auf die eine Seite drauf. Und dann ist ja immer das Problem, auf der anderen Seite ist ja dann erstmal nichts. Und das gefällt der Mutti nicht. Auf der anderen Seite muss auch was sein. Ich mag es immer von beiden Seiten hübsch. So. Und da ist mir der hübsche Heißluftballon da entgegen oder in den Kopf gekommen. Und jetzt habe ich den nochmal ausgeschnitten. Die kleinere Variante habe ich auch wieder ein kleiner ausgedruckt. Zuerst dachte ich, das Löweköpfle darf da drauf, aber das war zu klein. Darum darf der Heißluftballon drauf. Und der ist richtig schön. Also es sind so tolle Farben. Also ich finde, passt genial. Genau, den platziere ich da oben hin. Wie immer ein bisschen krumm und schief, aber das ist doch Schnuppe. Hauptsache, da ist was passiert, ihr habt wieder was gemacht. Ein bisschen braune Tinte darf drumherum, dass es nicht so auffällt, dass das eine Ornament ein bisschen kleiner ist. Und ich war gerade wieder an der Nähmaschine. Das ist immer nur, weil es dekorativ aussieht, wenn da einmal drumherum genäht ist. Und ich muss sagen, mittlerweile, also das ist ja so eine Anfängernähmaschine, die ich da habe. Also mittlerweile sind wir richtig gute Freunde. Ich komme mit dem Teil super klar und es hat mich noch nie im Stich gelassen. Es ist noch nie eine Nadel abgebrochen oder irgendwas, gar nichts. Einwandfrei. So, und jetzt machen wir da oben auch noch wieder so ein kleiner Griff hin, auch mit runde Ornamente. Da haben wir jetzt wieder das Dekopapier benutzt, was wir anfangs gemacht haben. Und das braune Stückle von Barbara. Und eben das braune kommt jetzt auf die Seite, wo das der Luftballon, der Heißluftballon ist. Und ich war jetzt wieder an der Nähmaschine und habe das tatsächlich hingenäht. Und auf der Rückseite sehen wir gerade ein bisschen von der Mullbinde drumherum, um mein eigenes Dekopapier drumherum. Weil die Mullbinde habe ich auf der Rückseite auch unter und so ist es auf der Seite oben und auf der Seite unter. Und ja, so habe ich jetzt den Zusammenhang wieder geschaffen und so kommt es zusammen in diese Tasche rein. So rum oder andersrum. Es sieht auf beide Seiten, finde ich, super toll aus. Also das müssen wir eigentlich, also da ist die Entscheidung einfach schwer, wie man es macht, muss ich echt sagen. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Da zeige ich es euch mal in der Nadja ihrem Art allerlei, ihrem
Junk Journal, was ich da gekauft habe. Da passt es nämlich gut rein. Da zeige ich euch das jetzt, wie das aussieht. Seht ihr, draufstecke und die Seite ist gemacht, fertig. Also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr viel mehr machen, weil das ist schon tolle Dekoration. Das sieht, finde ich, genial aus. Beide Seiten. Da ist mir jetzt der kleine Tag rausgefallen. Darum werde ich den jetzt gleich mit einer bisschen Büroklammer festmachen, damit es nicht rausfällt. Das kann man ja machen. Die hole ich jetzt. Da habe ich übrigens, das erzähle ich euch jetzt auch, wo die her sind. Die habe ich ewig gesucht. Und jetzt habe ich welche gefunden und ihr wäre nicht drauf gekommen, wo. Die gibt es gerade bei DM. So, wissen wir das auch. Die sind ein bisschen schwierig drauf zu machen, aber es geht. Oder ich habe noch nie solche gehabt. Das muss ich halt ein bisschen üben. Gibt es gerade in DM in verschiedene Ausführungen. Jetzt werden alle Mädels morgen spätestens zu DM rennen und diese Büroklammern holen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch 2 Journal-Karten machen, weil es ist ein Hidden Paper Clip, der soll Papier festhalten. Und das Papier habe ich ja noch gar nicht. Darum, das ist auch vom College-Blog, diesmal ein College-Blog von meinem Sohn gewesen. Und mein Sohn ist ein bisschen so, wie sage ich jetzt, so Schlamperle. Der hat mal Flüssigkeit in seinem Schulranzen auslaufen lassen und dann war der ganze College-Block schön verklebt. Darum hat es so abgerissene Seiten. Die Seite habe ich trotzdem aus dem College-Block rausgerissen und dann hat es diese schöne abgerissene Kante gegeben. Also, ja, ich bin echt doch ein bisschen gaga. Ich weiß nicht, andere Leute hätten das wahrscheinlich weggeschmissen, ich nicht. Ja, und jetzt sehen wir, ich habe da jetzt 2 Löcher reingehauen und werde da von den Papierle von der Barbara einfach noch so ein paar, ja, so kleine wie Fotos da reinmachen, dass die da rausgucken können aus diesem gestanzten runde Löchle. Und die klebe ich da erstmal so grob fest und ich gehe natürlich auch noch wieder an die Nähmaschine. Da habe ich schon angefangen zu nähen und da ist mir die Idee gekommen, ich könnte doch da noch sowas reinmachen. Weil ich habe noch so viel Papier jetzt gehabt und ja, es hat mir gefallen. So, und jetzt war ich da drum rum. Das war halt auch Text und so, darum muss ich jetzt da das, was übersteht, wegschneiden. Aber so ist jetzt vorne und hinten nochmal so ein schönes Bild zu sehen. Und es wird ganz leicht distresst. Das ist halt kaffeegefärbtes Papier, das ist auch recht dünn. Und da diese Abrisskante, wo das Papier zusammengeklebt ist, gefällt mir. Da bin ich auch so schräg runter, habe ich da genäht. Und jetzt ist es fertig. Jetzt seht ihr, jetzt kommt da das Papier rein. Und das war's, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war wieder eine Idee für euch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren und benutzt den Promocode Susanne2021, kriegt ihr bei der Barbara 10% günstiger, gell? Wenn ihr das Papier euch auch zulegen wollt. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.